Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, da geht es um den besten 2021. Zum einen der FIMI Palm 2, zum anderen der DJI Pocket 2 und natürlich der Snopper V-Mate. Wir schauen uns alles an. Zeitraffer, Zeitlupe, Bildqualität, Lowlight. Wir hören uns den Ton an und alles natürlich jetzt in diesem Video. Der Snopper V-Mate 3-Achsen-Gimbal, der kommt mit 4K 60 FPS, einem 2,3 Zoll Sensor und hat Wi-Fi und sogar Bluetooth intern verbaut. Seine Akkulaufzeit beträgt ca. 2 Stunden. Ebenfalls 4K 60 FPS bringt der neue DJI Pocket mit ins Rennen. Hier bekommt man aber Wi-Fi und Bluetooth leider nur als extra Zubehör und die Akkulaufzeit, die ist ähnlich und beträgt ca. 2 Stunden bei starker Benutzung. Auch die zweite Generation des FIMI Palm, die kann sich sehen lassen. Wi-Fi ist hier inklusive verbaut und die Akkulaufzeit beträgt unglaubliche 4 Stunden, aber leider filmt er nur in 4K 30 FPS. Im gesamten Video, da werde ich im Automatikmodus filmen und hier beträgt die Bildauflösung der Aufnahmen 4K 30 FPS. Alle drei, die sind sich im Äußeren natürlich ziemlich ähnlich, aber schauen wir mal, was sie im Inneren verborgen haben und natürlich auch unterscheidet, und los geht's hier mit dem Tontest. So klingt der Ton vom eingebauten Mikrofon vom Snopper V-Mate. Man kann es natürlich noch mit Bluetooth verbinden, dann kann man noch das Handy-Mikrofon nehmen oder extern andere Bluetooth-Mikrofone anschließen. Aber wir wollen ja wissen, wie klingt das interne Mikrofon vom Snopper V-Mate. Ein bisschen mehr Geräusch dabei, ein bisschen Wind dabei und natürlich auch Sprache direkt von vorne. Das ist der Ton vom Snopper V-Mate 2021. Und so klingt der Ton vom FIMI Palm 2. Hier auch wieder die gleiche Strecke, komplett am Meer mit Wellenrauschen und gleichzeitig natürlich auch noch ein bisschen Wind dazu. Und der FIMI Palm, der hat natürlich einen externen Eingang fürs Mikrofon. Das Ganze dann über 3,5 mm Klinke. Also hier kann man ganz entspannt ein externes Mikrofon ohne Bluetooth, ohne alles anschließen. Einfach Stecker ran und schon funktioniert. Aber wir wollen ja wissen, wie klingt das interne Mikrofon hier vom FIMI Palm. Und wir hören es natürlich gerade, oh, die Wellen sind ziemlich laut. Das ist ein Tontest, den muss er bestehen. Und auch bei DJI Pocket 2 natürlich hier mal der Ton komplett, Meereswasser und der Wind, der kommt beim Pocket jetzt direkt mal von vorn. Und hier kann man natürlich auch externe Mikrofone anschließen. Das geht entweder über die Combo-Version mit einem wunderschönen Funkmikrofon über WLAN oder gleichzeitig mit einem kleinen Adapter. Der macht dann 3,5 mm Klinke und da kann man auch alle Mikrofone der Welt direkt anschließen. Hier beim Pocket 2 und ich hoffe mal, der Ton klingt relativ gut. Beim Lowlight- und Tontest konnte man schon erhebliche Unterschiede zwischen den Kandidaten feststellen, obwohl alle mit der gleichen Bildauflösung filmen. Beim Thema Zeitlupenaufnahmen, da wird ebenfalls ein Unterschied sichtbar. Teils ist das Bild vom FIMI Palm und Snopper V-Mate weitwinkliger, aber auch die Geschwindigkeit der Zeitlupenaufnahme, die variiert bei unseren 3 Kandidaten.
Bei Zeitrafferaufnahmen hat hier der DJI Pocket 2 deutlich die Nase vorm FIMI Palm und Snopper V-Mate, denn die sind bei diesen Aufnahmen sehr ähnlich, wie ich finde. Kommen wir zur Bildqualität und hier gibt's die größten Unterschiede, denn der Snopper V-Mate, der wirkt im starken Sonnenlicht etwas verwaschen und braunstichig, während der FIMI Palm und der Pocket 2 hier eine sehr gute bis gute Qualität bieten und die Farben sehr betont wiedergeben. Alles im allem hat natürlich jeder seine Stärken und Schwächen, also wird es Zeit für das Fazit und die Einzelbewertung. Kommen wir zu meinem Problemkind. Das ist der Snopper V-Mate und das ist auch wirklich weit ab der Platz Nummer 3. Denn der Snopper V-Mate ist A nicht mehr zeitgemäß, weil es ist immer noch die erste Ausgabe dieses Gimbals und zweitens ärgert er mich. Der hat mich wirklich über die Zeit hier komplett geärgert. Warum ärgert er mich? Weil es einfach so ist, dass du den startest und dann ist erstmal der Gimbal komplett oben, ja, und du siehst erstmal den Himmel beim Start und normalerweise müsste er zentriert erstmal da sein. Das macht er natürlich irgendwann mal ganz selten, aber er freut sich natürlich auch, wenn er dann sozusagen so starten kann. Und das zweite ist natürlich die Bedienung am Monitor. Hier kannst du ohne Joystick ebenfalls dein Gimbal steuern, aber nur über Handbewegung am Monitor. Und man sieht das schon. Manchmal kommt das so runter, manchmal kommt das so hoch. Wenn du probierst, den Gimbal hoch und runter zu machen, beziehungsweise seitlich zu machen, dann geht das, wie gesagt, nur über den Monitor. Aber du musst so lange drücken und zwischendurch kommen mal ein paar andere Bedienungsbefehle, wenn du wieder die falsche Geschichte drückst. Und beim Selfie-Mode musst du dann 1, 2, 3 machen, bis er irgendwie rumkommt. Und das gelingt ja auch relativ selten. Ich probiere es mal ja wirklich jetzt mal live, aber ich denke mal, guck mal, ja, das ist jetzt wie gesagt der Selfie-Mode. 3-mal über den Monitor so mit dem Finger rüber zippen. Und das gelingt dir wirklich nicht immer. Wenn du wirklich mal Stress hast und jetzt in den Selfie-Mode möchtest und dann stundenlang an diesem Monitor irgendwie links und rechts ziehst, dann ärgert das dich. Genauso, wie gesagt, der Gimbal hoch und runter bzw. seitlich links und rechts geht auch ohne Joystick, aber auch nur über den Monitor und das ist keine schöne Geschichte. Gleichzeitig ist es natürlich möglich, den hier auch mit einem anderen Bluetooth-Mikrofon zu betreiben, entweder bei deinem Smartphone oder direkt über ein externes Bluetooth-Mikrofon. Intern kriegst du hier gar nichts rein. Hier ist kein Adapter, hier ist nichts, wo du sozusagen ein externes Mikrofon ganz normal anschließen kannst. Und der Ton hat mich ebenfalls nicht so begeistert. Also tonmäßig ist das dann überhaupt nicht schön, macht keinen Spaß, vielleicht mit einem externen Mikrofon. Mein Gott, ich habe es jetzt nicht so oft probiert, aber der Ton gefällt mir trotzdem nicht. Lowlight-mäßig geht's einigermaßen. Das Bild gefällt mir auch einigermaßen. Ich finde, bei Gegenlicht fängt er so ein bisschen an, so einen Braunstich in dein Bild zu bauen, was mir ebenfalls nicht gefällt. Und ansonsten ist das wirklich von den Bugs her das größte Problemkind, was ich bis jetzt gehabt habe. Der Gimbal bleibt manchmal stehen. Dann kommst du mit dem Menü nicht klar. Dann schaltet sich da was anderes ein, was du eigentlich willst. Und das ist eigentlich wirklich nicht so das Gerät, wo man sagt, da kann man sich echt drüber freuen in der Bedienung oder da kann man irgendwelche anderen Dinge machen oder so. Mir gefällt er, wie gesagt, nicht. Was innovativ ist, du kannst den hier sozusagen im Hochkantformat betreiben, indem du einfach hier die Optik um 90 Grad drehst. Dann bist du bei Instagram und bei Facebook komplett im Hochkantformat. Du kannst auch wunderbar über die App, die auch gut gemacht ist, streamen mit dem Gerät über dein Smartphone. Und die App, die ist wirklich sehr innovativ. Also da haben sie wirklich noch ein bisschen was rausgerissen hier vom Snopper V-Mate. Und ich kann empfehlen für alle, die bei Instagram sehr aktiv sind, die bei Facebook sehr aktiv sind oder halt, wie gesagt, dieses Hochformat schnell verfügbar brauchen, das macht er richtig gut. Also hier ist er sozusagen komplett der Meister und natürlich auch beim Streamen komplett schnell über die App. Das ist sehr gut gemacht. Aber ansonsten ist es mein Problemkind und ich sage wirklich weit, noch weiter, ganz weit hinter den anderen auf Platz 3, der Snopper V-Mate. Mein Platz Nummer 2 ist der FIMI Palm 2, klar in der zweiten Generation im Jahr 2021 und ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert.
von dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist der absolute Preis-Leistungs-Sieger überhaupt. Der stellt preis-leistungsmäßig alles in den Schatten. Du bekommst ihn mittlerweile beim China-Versand zwischen 170 und 190 Euro in China, wenn du ihn dort direkt bestellst. Hier in Deutschland bei Amazon aktuelle Preise Februar 2021 jetzt momentan bei 230 Euro, wenn er dann verfügbar ist. Und der ist echt preis-leistungsmäßig unschlagbar. Was der sozusagen drin hat für das Geld, was du bezahlst, ist echt der Oberhammer. Du kannst den dank des dicken Joysticks hier hinten optimal bedienen. Er liegt wunderbar in der Hand. Er ist ein bisschen schwerer, er ist ein bisschen breiter, aber er lässt sich dadurch richtig schön bedienen. Er ist dadurch auch robust und gut verarbeitet und gefällt mir auch vom Menü. Dank des neuen Updates ist er auch zuverlässig. Hier gibt es kaum noch Bugs. Ab und zu musst du mal den Gimbal hier komplett zentrieren. Das geht zweimal raufdrücken und schon ist er in der Mitte direkt. Und das geht vom Prinzip her relativ einfach. Selfie-Mode ist auch einfach zu realisieren. Dreimal hier sozusagen auf die Taste drücken und schon ist das ganze Gerät im Selfie-Mode drin. Ich habe ihn lieben gelernt. Er ist wirklich zuverlässig und vor allen Dingen das Akku. Bis zu 5 Stunden gibt der Hersteller an. Im Durchschnitt waren es bei mir so 4 Stunden im Vollfüllmodus. Wenn ich ihn oft im Betrieb hatte, hat er dann gerade mal die 4 Stunden gekratzt. Aber das ist natürlich eine Leistung. Der Akku ist hier der absolute King gegenüber den anderen. Da kommt auch der Pocket 2 nicht mit. Akkumäßig kannst du das Ding wirklich den ganzen Tag mitnehmen, ohne dir wirklich Gedanken zu machen, dass hier sozusagen der Strom ausfallen könnte und das Gerät nicht mehr funktioniert. Des Weiteren ist natürlich auch clever nachgedacht. Der Ton, der Ton, der funktioniert auch gut. Es ist ein verwendbarer Ton, es ist jetzt kein Spitzenton, aber dadurch, dass hier hinten eine 3,5 mm Klinke verbaut ist es natürlich wunderbar, dass du ein externes Mikrofon einfach anstecken kannst und dann kannst du natürlich wunderbare Mikrofone anstecken und hier tonmäßig eine ganze Menge rausholen. Das finde ich sehr gut, dass die bei dieser Ausgabe des FimiPalm 2 endlich dran gedacht haben, hier eine Möglichkeit zu schaffen, externen Ton mit anzuschließen. Du brauchst auch nichts für bezahlen, kein Adapter fällig, hier keine extra 15 Euro, dass du mal den Ton ranbekommst und so weiter und so fort. Sehr gut, würde ich sagen. Und sehr gut auch im Handling, sehr gut am Tag von der Bildqualität und nicht sehr gut in der Nacht. Also Lowlight, da reißt der dir sozusagen keine gute Aufnahmen raus. Da solltest du auf andere Alternativen sozusagen versuchen auszuweichen. Lowlight-mäßig kannst du den vergessen, da ist er sozusagen kein Spitzenfreund von dir. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich bin begeistert. Er hat mir Spaß gemacht. Er ist super im Handling. Er ist nicht teuer. Der ist günstiger als der Pocket 2 und zwar das Ganze natürlich um richtig viel Geld. Pocket 2 360 Euro, der in Deutschland 230 Euro. Das sind 130 Euro, die du sparst. Und gleichzeitig, wenn du natürlich keine Lowlight-Geschichten machen möchtest, hol dir den FimiPalm. Der ist zuverlässig, der ist super. Der hat echt eine gute Bedienung hier hinten durch den großen Joystick. Mir gefällt er, ich kann ihn empfehlen. Mein Preis-Leistungssieger 2021, FimiPalm 2. Und der unangefochtene Sieger im Jahr 2021 ist natürlich der DJI Pocket 2. DJI hat bei der zweiten Ausgabe dieses Gimbals einen richtig guten Job gemacht und hat nochmal alles verbessert, was sozusagen zu verbessern war. Er hat auch ein ansteckbares Stativgewinde schon im Lieferumfang bei der kleinen Version für 360 Euro mit drin. Er macht ein super Lowlight für seine Verhältnisse. Er macht einen super Ton durch das interne Mikrofon. Extern kannst du ihn natürlich wieder nur mit einem Adapter anschließen. Der kostet, glaube ich, jetzt 15 Euro, aber es passt immer noch das alte Zubehör komplett vom DJI Osmo Pocket und das ist natürlich super. Du kannst wirklich mit dem alten Zubehör, was du hast, entweder sind es die Adapter, dann sind es natürlich die Filter oder andere Geschichten, kannst du hier sozusagen den Pocket 2 komplett noch mit ausstatten mit dem Zubehör. Das ist eine sehr schöne Geschichte und
Vom Prinzip her startet er zuverlässig, keine Bugs, die Bedienung hier komplett in Deutsch und das habe ich natürlich bei den anderen vermisst. Die haben teilweise wirklich nur noch Englisch oder Sprachen, die wir alle nicht beherrschen. Vom Prinzip her muss ich ehrlich sagen, es ist wieder mal der Kracher im Jahr 2021, dieser DJI Pocket 2. Was soll ich euch sagen? Ich bin absolut begeistert von dem hier und natürlich nicht vom Preis, aber Qualität kostet nur mal Geld. 360 € ist der Startpreis für die Single-Geschichte vom Pocket 2. Natürlich kriegst du ihn als Combo-Pack, dann ebenfalls natürlich um die 500 €. Da gibt es noch ein externes Mikrofon dazu, WLAN-Modul und so weiter und so fort. Und da sind wir schon beim nächsten Stichpunkt, denn WLAN hat der natürlich nicht inklusive. Das ist schade, dass du das dazu kaufen musst. Der Fimi Palm 2 und der Snopper V-Mate, die haben natürlich schon WLAN intern verbaut. Könnte man natürlich beim Pocket 2 auch machen, wäre dann aber doof. Könnte man natürlich kein Zubehör mit verkaufen. Finde ich natürlich im Jahr 2021 von DJI ein bisschen doof. Das ist eigentlich Quatsch, weil alle anderen, die sozusagen in der Konkurrenz stehen, die haben wirklich schon intern verbautes WLAN und hier musst du wirklich extra nochmal Zubehör kaufen. Eigentlich schade, hätte man eigentlich schon mit einbauen können. Wie gesagt, 360 € ist nicht gerade günstig, aber du bekommst für dein Geld einen zuverlässigen, professionellen Gimbal, der immer spurt, wo du sozusagen einen Top-Ton selbst beim intern verbauten Mikrofon schon hast und wo du dich darauf verlassen kannst. Schwachpunkte ist dieses Mal oder dieses Jahr der Akku. Der ist wirklich nicht doll, also der ist relativ schnell zu Ende. Nicht mal 2 Stunden im Dauerfilm schaffst du mit dem Pocket 2. Das ist natürlich schade, aber wenn es dann um die Qualität geht, Lowlight-Bereich, Mikrofon, Zuverlässigkeit, Display, Steuerung, Aufnahme, alles top beim DJI Pocket 2 und deswegen natürlich auch Platz Nummer 1 2021, der DJI Pocket 2. Wenn ihr einen der 3 Gimbals besitzt und natürlich auch positive und negative Erfahrungen mit diesen wunderbaren Geräten habt, dann seid so lieb und schreibt mir das unten direkt in meine Kommentare rein. Mich interessiert's und andere, die diese Geräte haben, interessiert's bestimmt auch. Und ich verabschiede mich natürlich von dieser perfekten Kulisse. Ich könnte hier noch stundenlang weiterdrehen, weil das ist eigentlich so ein schöner Hintergrund, ist der Oberwahnsinn. Ich sage auf alle Fälle vielen Dank fürs Anschauen. Wenn ihr mögt, lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ich würde mich freuen und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke, gern bis zum nächsten Video.